Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Vorstellungsvideo für ein neues Double Strung Harfenmodell auf dem deutschen Harfenmarkt. Du siehst sie hier. Es handelt sich um die Mini Luna des Harfenbauers Alexander Dremer. Die Mini Luna, was war eigentlich die Zielsetzung von Herrn Dremer? Das möchte ich mal gerne vorausschicken. Er wollte ein Instrument konstruieren, das es möglich macht, eine Harfe mitzunehmen, wenn man zum Beispiel mit dem Flugzeug verreist und die Harfe mit ins Handgepäck nehmen möchte. Oder wenn man zum Beispiel auf dem Campingplatz spielen möchte und man hat nicht viel Platz für zusätzliche Musikinstrumente, weil man vielleicht nur einen kleinen Camper hat oder nur ein kleines Auto, in dem man schlafen möchte. Dafür ist das Instrument geeignet. Oder auch, man sagt, ich möchte gerne, wenn ich eine Tageswanderung mache, möchte ich gerne Harfe mitnehmen, ohne dass ich Rückenschmerzen vom Tragen kriege, weil ich Lust habe, in meinen Pausen, Picknickpausen unterwegs ein bisschen unterm Baum zu sitzen und Harfe zu spielen. Oder in meinem Fall, ich bin mit dem Kanu unterwegs und möchte eigentlich ein Instrument haben, was ich in einen wasserdichten Packsack reinstecken kann und einfach reinlegen kann in mein Kanu, und dann kann ich irgendwo unterwegs einfach aussteigen und ein bisschen Harfe spielen. Außerdem geeignet natürlich, wenn man auf dem Campingplatz niemanden stören möchte. Denn dieses Instrument ist eigentlich nur, spielt bei Zimmerlautstärke. Ich würde mal behaupten, dass man damit auch nachts um 3 noch spielen kann und niemanden stören wird. Es geht auch anders, aber dazu später. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie soll denn das gehen mit dem Handgepäck? Und das ist jetzt das Besondere an diesem Instrument. Ich zeige das mal gerade, denn der Korpus dieser Harfe, der ist mittels Magnete also an dem Teil befestigt, wo die Saiten gespannt sind. Hier ist der Korpus, ja. Der ist sehr leicht, klein, handlich. Ne? Es gibt für diesen Korpus dann so ein extra Säckchen, wo man den zum Transport dann reinstecken kann, damit er nicht zerkratzt. Und dann setzt man den so ein, dass man ihn mit beiden Händen anfasst. Das sind nämlich sehr starke Magnete, das muss man auch wissen. Und dann bringe ich den erst an den untersten Magnet und dann schiebe ich den restlichen Korpus so seitlich, ein bisschen vorsichtig, damit es nicht so plopp macht, ne? Schiebe ich den dran und dann habe ich die Harfe spielbar. So, vielleicht noch ein paar technische Daten erstmal. Die Harfe hat also eine Höhe von 50 cm hier, eine Tiefe von 33 cm hier, und dieses Leimholz, Schichtholz hier, was er benutzt für die Säule oder halt für den ganzen Rahmen, hat die Dicke von 3 cm, wobei man natürlich die Wirbel, die hier rausstehen, noch dazu addieren muss. Achso, das Gewicht. 1,7 Kilo hat diese Harfe. Ja? Du hast 22 Saiten von C1, C2, C3 bis C4 und du hast keine Halbtonklappen. Das ist wichtig zu wissen. Du siehst hier oben, es ist nicht genügend Platz, um Halbtonklappen unterzubringen. Ich persönlich benötige keine Halbtonklappen, denn ich stimme meine Harfe einfach in die Tonart, in der ich dann den Tag lang spielen will. Und ich kann alles, was ich spielen möchte, in diese Tonart transponieren. Ja, wenn du das jetzt nicht kannst, kann es sein, dass du mit dem Stimmschlüssel die Wirbel immer umstimmen musst. So. Und die Saitenspannung ist auch noch interessant, die ist relativ hoch. Ne? Also, ich habe jetzt schon mehrere solche winzig kleinen Harfen durchprobiert in meinem Leben. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat, war, dass ich sehr vorsichtig spielen musste, damit diese kleinen Harfen nicht sofort anfangen zu ächzen und zu scheppern. Und das ist jetzt bei dieser Harfe hier ganz anders. Die fordert nahezu, dass ich ordentlich reinpacke, weil dann blüht sie eigentlich erst auf. Ja? Wenn man genau die richtige
Dosierung von Spannung an der Seite gefunden hat, finde ich, dann klingt diese Harfe durch alle Oktaven ausgeglichen, bis hin zum höchsten Ton. Ja? Also wo man ansonsten bei solchen Mini-Harfen häufig nur noch so ein Plop antrifft, ist hier wirklich noch ein richtiger Ton zu hören. Ja? Ja. Und natürlich kann man keine Weltwunder erwarten. Ne? Das ist ein kleiner Korpus, der ist hier auch nicht sehr tief, er ist schon recht breit für die Gesamtgröße der Harfe, also mehr geht dann auch nicht. Ne? Man muss sich klar sein, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf. Man darf so eine Harfe nicht vergleichen mit einer Harfe, die doppelt so groß oder noch größer ist. Das wäre unfair. Ja, man vergleicht ja auch keinen Mini Cooper mit einem Bentley. Ne? Macht man ja nicht. Mini Cooper findet halt besser Parkplätze. Ne? Bentley hat mehr Bequemlichkeit vielleicht. Oder so. Keine Ahnung. Hab noch nie in einem Bentley gesessen. Du kannst einen Tonabnehmer einbauen lassen. Ja? Nach dem Motto, lauter geht immer. Und dann kannst du diese Harfe an einen Verstärker anschließen und kannst die Lautstärke dadurch anheben. Und du kannst natürlich auch Effektpedale dann dazwischen schalten, zum Beispiel ein Hallpedal, um einfach den Klang zu voluminieren, also um ein größeres Klangvolumen zu erreichen oder vorzutäuschen. Ja. Du kannst auch andere Effektpedale natürlich anschließen. Ich persönlich benutze ja hauptsächlich Hallpedale, aber ein Effektpedal, was für diese Harfe zum Beispiel auch durchaus nützlich sein kann, ist ein sogenanntes Oktaverpedal. Da kann man festlegen, dass zum Beispiel ab diesem G, alle Töne, die unterhalb dieses Gs liegen, klingen eine Oktave tiefer oder gar 2 Oktaven tiefer. Das kann natürlich von Vorteil sein bei dieser Harfe, weil ich ja die tiefen Töne hier nicht habe. Und so könnte ich, wenn ich über einen Verstärker verfüge und dieses Pedal anschließe, könnte ich so tun, als hätte meine Harfe auch noch Basssaiten. Das waren so die Rahmengegebenheiten dieser Harfe. Kommen wir jetzt mal zum Thema Haltung. Wie hält man diese Harfe? Ja? Du siehst, dass hier unten angebracht ist so ein Holzstück. Das ist mit so einer Schraube befestigt, damit man es eben so beidrehen kann. Ja? Das ist für den Transport wichtig. Ne? Und dann kann man das hier eben locker schrauben und dann kann man das hier so hin und her drehen. Wenn man das ganz nach hinten schraubt, dann kann die Harfe alleine stehen. Ja, kann ich jetzt hier schlecht zeigen, weil die jetzt hier in der Luft hängt, aber also sie kann dann alleine stehen. Wenn ich sie jetzt spiele, bevorzuge ich es, diesen Stab ganz nach vorne zu schieben. Der ist also hier in so einer Schiene verschiebbar. Man kann den dann festschrauben, indem man die Harfe kopfüber auf den Schoß stellt und dann einfach die Schraube fest anzieht, damit es sich nicht mehr dreht. Ja, so ein bisschen dreht sich es immer, aber es sollte sich halt nicht so leicht drehen. So. Und dann setze ich diesen Stock auf meinen Schoß. Ja, jetzt fahre ich mal hier das ein bisschen runter, damit du mal sehen kannst, wie das dann aussieht. Die Harfe sitzt also hier auf meinem Schoß. Dabei ist jetzt ganz was Wichtiges zu beachten. Es funktioniert am besten, wenn die Beine parallel zum Boden sind, also nicht ein bisschen schräg nach vorne abfallen, weil wenn sie schräg nach vorne abfallen würden, hätte ich Probleme, dann würde mir die Harfe immer runterrutschen. Das heißt, was ich jetzt hier auf meinem Stuhl habe, ist, ich habe mir, das siehst du nicht, aber ich zeige es dir, ich habe mir ein Kissen unter die Füße gesetzt. Ja? Dadurch kann ich, wenn ich die Füße da drauf stelle, sind meine Beine eben parallel zum Boden. Ne? Ich kann mich sogar ein bisschen zurücklehnen hier auf meinem Stuhl. Das ist sogar noch besser, weil dann kippt die Harfe auch ganz von alleine zu mir hin. So, und dann macht das nichts, dass die aufgrund ihres geringen Gewichtes natürlich ein bisschen dazu neigt, zu wackeln beim Spielen. Aber wenn die eben stabil hier auf dem Schoß liegt und ich die so schön zu mir hinkippe, meine Beine parallel zum Boden sind, dann geht das. Ja? Was man auch machen kann und was ich noch machen werde, ist, man kann sich einen Gurt befestigen, indem man hier unten dort
einen Gurtknopf anbringt und den anderen Gurtknopf, also auf der rechten Seite unten am Fuß und den anderen Gurtknopf auf der rechten Seite oben am Knie. Und dann wird man den Gurt hier um die Harfe rumführen, hier hoch. Ja, und das wird diese Harfe noch mehr stabilisieren. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil ich noch keinen Holzbohrer habe, um das vorzubohren. Also man sollte dann mit einem Holzbohrer vorbohren, damit das Holz nicht splittert. Ne? Aber so könnte man dann eben mittels eines Gurts die Harfe noch ein bisschen mehr stabilisieren, wenn einen das mit dem Wackeln zu sehr stört. Ja? Ich habe die Harfe ins C-Moll oder S-Dur gestimmt, weil das eine meiner beliebtesten Tonarten ist. Du kannst die Harfe mittels Stimmschlüssel in jede beliebige Tonart stimmen. Ja, der Stimmschlüssel gehört dazu. Das ist ein Stimmschlüssel, der eine etwas kleinere Größe hat als die meisten Standardstimmschlüssel. Wie stimme ich das Instrument? Naja, ich habe ein Stimmgerät, hier Stimmgerät, mit so einem Tonabnehmerclip, das hat sich für mich bewährt, ja, so. Und dann lege ich, also den Tonabnehmerclip hänge ich in eins dieser Löcher hier vorne rein und dann lege ich die Harfe so auf meinen Schoß und ich stimme sie so der Reihe nach durch. Und da ich ja 2 Reihenseiten habe, es ist ja eine Double String, mache ich dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Also mit rechts stimme ich, mit links zupfe ich die Seite, die ich stimmen möchte. Ne? So. Und dann bin ich fertig zum Spielen. Was kann man jetzt mit so einer Harfe spielen? Eigentlich alles. Ja? Also zum Beispiel die typischen Double-String-Dinge wie Echo-Effekte. Ja? Oder auch die typischen Bisbigliando-Effekte, die man durch das schnelle Abspielen der gleichen Saiten auf der gleichen Oktavlage macht. Sowas hier zum Beispiel. Ja, ich komme hier mal wieder ein bisschen höher. So. Oder eben das, was ich so gerne mache, Verschachtelungen, wobei man auch beide Hände in der gleichen Region hat. Und so weiter. Das sind Dinge, die nur auf Double-Strung-Harfen gehen. Ne? Aber man kann natürlich auch ganz gewöhnliche Stücke spielen. Also ich suche mal so ein bekanntes Stück raus. Ich kann jetzt, wenn mir unten Töne fehlen, kann ich meine ganze linke Hand eben einfach in eine höhere Oktave setzen. Das geht, weil die Hände nicht kollidieren auf einer Double-Strung-Harfe. Ja? Kann ich zum Beispiel den Vogelsberg-Walzer mit beiden Händen in der gleichen Oktave spielen. Hier jetzt in C-Moll. Berühmtes Stück von Christoph Pampuch. Ja, oder Wem kann Segler. Ne, geht auch. Oder zum Beispiel ein bekanntes Stück von mir, Glibims Trost über den Verlust des Zwergenbarthaars. Und so weiter und so weiter. Es geht also alles. Ja? Man muss natürlich ein bisschen flexibel sein. Und was günstig ist, wenn man weiß, wie Transponieren geht, dann kann man sich die Stücke alle in die Tonart transponieren, in der man die Harfe gestimmt hat und muss nicht dauernd die Harfe umstimmen, sondern man verschiebt einfach das Stück in eine andere Tonart. Ja? Wenn du nicht weißt, wie das geht, ich habe dazu einen Online-Kurs angeboten, kannst mich gerne mal kontaktieren. Also, wenn du Stücke spielen möchtest, wo du unterwegs umklappen musst, das geht nicht. Ja? Wenn du sagst, ich möchte ganz viele Lieder begleiten und jedes Lied muss in einer anderen Tonart sein und ich will nicht viel Zeit dazwischen verbringen müssen, umzustimmen, das geht auch nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die nicht gehen. Ja? Vielleicht noch ein Wort zum Thema Transport und Verpackung. Da habe ich dir was mitgebracht, nämlich es gibt passend zu dieser
Harfe, ja, die jetzt übrigens, also die Tasche ist nicht extra für die Harfe angefertigt worden, sondern die gibt es einfach so bei Thomann zum Beispiel zu kaufen. Ja. Das ist so eine Tasche mit Rucksackriemen. Ne? Finde ich ganz toll. Und ich zeige dir jetzt, wie ich meine Sachen darin verstauen kann. Also erstmal demontiere ich die Harfe, indem ich hier oben die zur Seite ziehe, ja, und dann am Ende auch noch am unteren Magneten den Korpus löse. So, dann lege ich erstmal den Rahmen ab, packe hier das ins Säckchen oder wahlweise, ich kann das auch zum Beispiel einwickeln in ein weiches Kleidungsstück. Dann habe ich nämlich gleich noch meinen warmen Pullover mit eingepackt, falls ich ihn unterwegs brauche. So, und dann nehme ich hier meine Rucksacktasche, wo ich hier vorne eine Trinkflasche drin unterbringen kann und hier vielleicht einen Regenschirm. Hier ist Platz in einer Reißverschlusstasche für Stimmgerät und Stimmschlüssel. Dann habe ich hier vorne noch eine weitere Tasche mit einer zusätzlichen Reißverschlussabsicherung. Hier, da passen zum Beispiel Notenhefte oder ein Laptop oder auch ein iPad rein oder eine Regenjacke, wenn sie gut zusammengelegt ist. Ja. Und dann habe ich hier eben diese Haupttasche, die auch nochmal mit einem Reißverschluss abschließbar ist. In dieser Haupttasche befindet sich noch so eine extra Netztasche, wo man auch vielleicht noch ein Handtuch oder irgendwas, wenn man es flach faltet, unterbringen kann. Und dann kann ich eben den Rahmen der Harfe nehmen. Ich drehe natürlich erstmal den Fuß hier unten wieder so, dass er bündig abschließt. Das heißt so, ja. Und dann kann ich hier den Rahmen nehmen, tu das Ding kopfüber in diese Tasche rein. So, ja, siehst du, passt genau, als wäre es dafür gemacht. Und dann kann ich vorne dran noch die Korpus da reinschieben. Wie gesagt, vielleicht ja sogar eingewickelt noch in einen dünneren Pullover oder einen dickeren Pullover. Muss halt ausprobieren, was da passt. Ja, funktioniert wunderbar. Hochkant ist besser als Querformat. Dann kann ich das ganze Ding zumachen. So. Und die Maße sind so, dass die Stewardess nicht meckert, wenn du da im Flugzeug mit auftauchst. Ne? Das ganze Ding ist auch noch wasserabweisend. Ich kann damit also schön wandern gehen. Guck hier, ne? So. Ich kann damit auch Fahrrad fahren. Passt auch eben, die Harfe würde auch nicht in diese Tasche, sondern in eine Satteltasche, zum Beispiel der Firma Ortlieb passen. So was habe ich, da habe ich es ausprobiert. Dann muss man sie noch in eine Tüte einwickeln, damit, weil es oben nicht ganz zugeht, ist ein bisschen zu hoch, aber wenn ich noch eine Tüte drum wickle, kann ich es in der Satteltasche auf dem Fahrrad transportieren. Finde ich auch ziemlich praktisch. Genau, und sie würde eben auch in so einen etwas größeren wasserdichten Packsack vom Paddelboot passen. Das war, glaube ich, im Wesentlichen, was ich zu sagen hätte zu dieser Harfe. Ja, eine Sache ist ja natürlich noch ganz wichtig. Wo kriegst du jetzt dieses Ding her? Ja? Du gehst zu Herrn Dremer auf seine Webseite. Du siehst das auch hier unten immer entlang laufen. Ja? Und dort findest du diese Mini Luna und da kannst du sie einfach bestellen. Da ist auch eine Telefonnummer, falls du noch irgendwas dazu fragen möchtest. Die Lieferzeiten, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube, es geht relativ flott. Also man kann innerhalb weniger Wochen so ein Instrument sein eigen nennen. Die kann verschickt werden, weil sie ja so klein und handlich ist, gar kein Problem. Man muss also gar nicht unbedingt hinfahren. Ja. Und meine persönliche Empfehlung ist, gleich einen Tonabnehmer einbauen lassen, damit man dann, falls man irgendwann wirklich einen Verstärker hat und auch Effektpedale hat, dann einfach diese Harfe da dran schließen kann. So, und jetzt spiele ich mal noch so ein bisschen für dich, damit du einfach dich nochmal in den Klang einhören kannst und bin gespannt, ob demnächst mehr und mehr Menschen zu so einem kleinen, entzückenden Mini-Luna-Härflein greifen.